Moin Moin aus dem Wunderland. Ich stehe hier direkt in der Schweiz, direkt an der Wand, hinter der sich Österreich befindet. Und hier an der Grenzregion zwischen Schweiz und Österreich herrscht bald erhöhte Stolpergefahr. Denn da liegt ein Stein. Liechtenstein. Ja. Liechtenstein gehört zu den kleinsten Ländern unserer Welt und wir im Wunderland haben bekanntlich auch ein Herz für kleine Länder. So gibt es den Vatikan in Rom und Monaco, na klar. Und manchmal geraten diese kleinen Länder auch in den Schatten, wie man hier in den Alpen zwischen der Schweiz und Österreich sieht, wo Liechtenstein bisher nicht auftaucht. Manchmal brauchen sich die kleinen Länder aber auch gar nicht zu verstecken, denn wenn wir auf unsere Besucherstatistik schauen, dann ist zu sehen, dass Liechtenstein erstmal eine relativ kleine Gruppe ausmacht. Wenn wir aber prozentual schauen, dann sehen wir, dass knapp 10% der Einwohner aus Liechtenstein schon mal im Wunderland waren. Wir finden, wenn eine Besuchergruppe so treu ist, dann kann man auch mal eine kleine Freude machen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen, ob wir hier in dem Abschnitt irgendwo ein kleines Fleckchen finden, wo wir ein wenig Liechtensteiner Flair einhauchen können. Und mit der Idee sind wir dann zu Gerhard gegangen. Besonders interessiert uns natürlich Historisches. Also in historischen Gebäuden, da verbirgt sie eine lange Geschichte. Und das sieht man meistens immer in den Bauwerken. Und das macht für uns Modellbauer Spaß, weil es dann auch viel Altes darzustellen gibt, aber dann also die Verbindung zur Moderne hergestellt wird. Deshalb war für uns das Schloss Vaduz gleich von Anfang an ein interessantes Bauobjekt, denn die Besonderheit ist, das liegt schön am Hang. Also es ist vom Tal aus ganz toll zu sehen. Wenn man oben ist, hat man eine tolle Aussicht. Aber wir gucken ja immer aus der Perspektive unserer Gäste. Und das ist natürlich dann die Sicht vom Tal auf den Hang. Wir haben natürlich in unseren beiden Abschnitten Österreich und Schweiz viele Hanglagen. Und da gibt es natürlich dann ganz viele Möglichkeiten. Wo könnte das denn hinpassen? Um zu wissen, wo das Modell hinpassen könnte, haben wir uns als erstes mal ein Styrodur-Modell gebaut. Dieses Modell hilft uns, die Dimensionen besser zu verstehen, die Größen und vor allem bei der Platzierung auf der Anlage einfach zu gucken, in welche Ecke passt es hin, wo kommt es am besten zur Geltung. Hier haben wir einmal den Bergfried in seiner gewaltigen Größe, ebenso dann auch die alten Verteidigungsmauern, hier so die zentralen Gebäude dann für die Fürsten, die dort auch heute noch leben. Zwei von den Optionen, die wir jetzt hatten zur Auswahl, die wollen wir uns erstmal angucken, oben auf der Anlage. Also der erste Gedanke war, wir setzen das hier an die österreichische Grenze Richtung Schweiz. Hinter mir ist die Schweiz und dafür müssten wir natürlich diese Burg opfern. Und es war dann einfach so der Sichtvergleich, würde das hier passen oder passt das eben nicht. Wir haben hier eine Winterlandschaft, das wollten wir eigentlich nicht, das Schloss Vaduz im Winter darzustellen. Ebenso wollten wir nur ganz ungern hier unser Schloss Falkenstein opfern. Das ist auch typisch österreichisch. Deshalb haben wir uns erstmal entschieden, lass uns noch mal auf die andere Seite gucken. Also es ist hier für so eine Stellprobe nicht immer einfach, denn manches Mal erfordert das ganz schön gefährliche Kletterei. Mit einer Hand festhalten, mit der anderen die Burg halten. Wir hatten uns diesen Platz auserkoren für unser Schloss Vaduz, denn das ist eine schöne Hanglage. Hier ist Schweiz, dann Grenze zu Liechtenstein, Österreich. Ist jetzt zugegebenermaßen spiegelverkehrt, aber den kleinen Kniff erlauben wir uns. Und hier die Fläche, die eignet sich einfach perfekt. Wir werden hier die Häuser entfernen und werden dann an dieser Stelle die Burg setzen. Zu Anfang war dieses Modell rein in Pink, also Styrodurfarben. Dann haben wir das erstmal so einfach bemalt, mit ein paar Fenstern aufgemalt, damit man das besser jetzt in die Landschaft integrieren kann und ein klareres Bild davon bekommt. Passt es oder passt es nicht? Diese Stelle, die hat uns hier am besten gefallen. Denn da ist es schön am Hang gelegen und ich finde, das strahlt hier wirklich so weit übers Land hinaus. Ja, und mit dieser Entscheidung geht es jetzt an die Konstruktion und das gebe ich dann an Stefan weiter. Ich zeige euch jetzt, wie wir an die ganze Geschichte rangegangen sind. Da habe ich jetzt ein paar Fotos hier in mein CAD-Programm geladen. Also hier ist ja die Stelle, wo das später hin soll. Ich habe mir dann in der Anlage hier so ein paar Maße rausgenommen, also von Hand einfach mal so aufgemessen, wie der Platz ungefähr ist und wie viel Platz wir haben. Und daraufhin
haben wir dann ein Styrodurmodell für eine Stellprobe erstellt mit dem Grundriss 1:100, weil 1:87 wäre zu groß gewesen. Dann haben wir glücklicherweise diesen Datensatz hier von Liechtenstein bekommen. Da hatte Niklas angefragt, ob wir vielleicht ein paar Informationen kriegen können, und die haben uns ein Polygonnetzmodell geschickt. Bei der Recherche fahren wir gelegentlich auch mal direkt vor Ort zum Gucken. Das war hier aber so ein bisschen schwierig, weil das Gebäude ist noch bewohnt und man darf da halt nicht rein, auch nicht zur Besichtigung, und man darf auch nicht drüber fliegen mit einer Drohne. Da stehen halt verschiedene Warnschilder, und ja, da haben wir uns dann Google Earth bedient. Da kann man so über das Gebäude rüber und gucken, wie ist denn die Anordnung. Hier ist halt nur leider schade, dass dieser hohe Turm so einen großen Schatten auf diese Dächer und diesen runden Bereich hier wirft. Für eine grobe Orientierung war es ganz schön, auch wenn man hier mal guckt, wie ist das hier überhaupt mit den Dächern, weil das war in der Polygonzeichnung nicht so ganz schön ausgearbeitet. Also hier haben wir zum Beispiel dann gemessen, wie lang ist es denn jetzt zum Beispiel mal von diesem First bis hier Vorderkante. Da haben wir jetzt 48 Meter. Da hat man zumindest eine grobe Orientierung, wie groß ist denn das Original. Und darauf aufbauend wurde dann unser Stellprobemodell gebaut. Da ich erstmal in die einzelnen Gebäudeteile Klötzchen gezeichnet. Das fertige Modell habt ihr ja schon bei der Stellprobe gesehen. Als das dann soweit geklärt war, haben wir festgestellt, das Modell ist noch ein bisschen zu groß, und wir sind dann auf eine Grundfläche von 1:100 runtergegangen. Ist natürlich dann wieder ein bisschen Tüftelei, den Rest des Gebäudes so anzupassen, dass es nicht zu hoch wirkt, weil wir müssen ja in der Höhe im Grunde in 1:87 bleiben, damit die Figuren und Türhöhen und so weiter passen und Fahrzeuge und Bäume und was alles so drumherum ist. Ich kann euch jetzt hier nochmal das fertige Modell zeigen. So ist es denn gewesen, als ich es fertig ausgearbeitet habe. Und das ganze Modell ist halt so gestaltet, dass es auf einer ebenen Fläche steht und die Topografie später hier an das Gebäude gegipst wird. Also es gibt im Grunde so eine Art Blindsockel, der nachher in der Landschaft verschwindet. Jetzt kann man von unten sehen, wir haben in den einzelnen Gebäudeteilen so Versteifungsrahmen drin, wo die Fassaden dran geklebt werden. Und ja, oben die Dächer sind alle abnehmbar, damit für die Verkabelung und Beleuchtung nachher von beiden Seiten in das Gebäude reingefasst werden kann. Das ist halt einfach schöner vom Handling. Ja, hier, was hier so wehr aussieht, das ist unser Innenhof. Der ist aus Kunststoffblockmaterial gefräst mit Steinstrukturen, die sind hier reingefräst. Die Steine hier beim Turm sind Polygone, das ist ein 3D-Druckteil. Da haben wir da es große Feldsteine sind, ein bisschen plastischer hier drauf modelliert. Hier unten beim Boden ist es relativ flach, da braucht man nicht so diesen 3D-Effekt. Wir haben selbst im Innenhof haben wir hier versucht, die Treppen abzubilden, möglichst originalgetreu, und hier diese kleinen Erker oder Anbauten. Das ist alles ausgearbeitet, obwohl in den Innenhof nachher so gut wie niemand reingucken kann. Du bist als Besucher, stehst du ja ungefähr hier, guckst da so drauf, und wenn du oben beim Flughafen gegenüber stehst, kannst du halt so leicht von Weitem oben reingucken, aber die Details wirst du nicht erkennen. Aber wir arbeiten das dann trotzdem alles aus, und vielleicht verstecken wir auch noch ein Easter Egg irgendwo. Das machen wir ja immer ganz gern. Bietet sich bei sowas natürlich an, dass man dann genau zweimal hingucken muss oder aus irgendeinem bestimmten Winkel, dass man was Lustiges sieht. Die Dächer waren relativ komplex bei dem ganzen Gebäude oder bei allen Gebäuden, weil die hier ineinander übergehen und irre Winkel haben, und dass das alles ineinander läuft und harmonisch aussieht und nicht in sich verbunden ist, das war schon relativ schwierig. Speziell, wenn der Grundriss von einem Gebäude nicht parallel läuft, sondern die Wände so ein bisschen konisch aufeinander laufen, und dann hast du da noch so ein wirres Dach drauf. Das war ganz schön schwierig, das so hinzubekommen. Oder hier sieht man das auch nochmal. Da geht erst ein normales Satteldach, dann hier in diese Schräge über, und da drauf sind noch diverse Gauben. Und hier unten läuft es nochmal ins Dach, das Gebäude, und das rennt dann hier wieder gegen den Turm, und also überall Versprünge. Und das war somit das Komplizierteste beim Entwerfen. Diese Giebel, die sind jetzt nicht einfach nur in verschiedenen Höhen mit einem Dach drauf, die sind auch noch schräg in sich, und
ja, das alles so im Detail auszuarbeiten und das vor allen Dingen zu entdecken auf den Fotos und auf dem Material, was man zur Verfügung hat und sagen, ach, wie ist denn das überhaupt? Das kann ich gar nicht so genau sehen und dann konstruiert man das Ganze. Ja, so wird das wahrscheinlich sein, sonst macht das gar keinen Sinn, wenn die Winkel nicht so zueinander stimmen und so dieses Rumgetüftel, bis dann das gesamte Gebäude oder dieser Gebäudekomplex fertig ist. Ja, das ist halt das Schöne an der Aufgabe oder das Reizvolle und dann zu sehen, ja, jetzt passt es, jetzt ist es schön. Daraus ist dann der Bausatz entstanden, den Henrik dann bauen wird. Das habe ich hier mal auseinandergefaltet. Hier sieht man dann alle Einzelgebäudeteile. Ja, hier haben wir zum Beispiel in der ersten Spalte alles, was Kunststoffblockmaterial ist und dann Druckteile und verschiedene Polystyrolstärken von 10 mm bis 0,5. Und in dem Fall haben wir auch Auhagenplatten verwendet. Ist hier eine kleine Spalte. Das ist ein Hersteller, der hat so Strukturplatten mit Holzoptik. Da wir die ganz schön fanden, haben wir die einfach verwendet, weil das ziemlich gut gepasst hat. Zum Beispiel hier bei diesem Umlauf an dem Turm, was hier so dunkelbraun ist, das sind diese Holzstrukturplatten. Die kann man auch super auf unserer CNC-Fräse bearbeiten. An den Gebäuden habe ich zum Beispiel an den Frästeilen jetzt keine Spezialwinkel, sage ich jetzt mal. Also alles, was vielleicht 63,5 Grad sind, das muss Henrik nachher alles von Hand noch dran sägen. Es ist auch noch eine Menge Handarbeit, dass es nachher alles so zusammenpasst, wie es eigentlich vorgesehen ist. Das war es eigentlich soweit. Ich fräse die ganzen Teile jetzt und gebe sie dann Henrik. Der wird das Ganze bauen und hat hoffentlich voll viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Gucken. Wenn ja, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Ansonsten, ja, schaut auch wieder rein, wenn es weitergeht.